Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind's wieder von Pitet Studio TV und heute gibt's wieder ganz viele Fragen, die wir beantworten wollen. Genau. Legen wir mal los. Ja, vielen Dank, dass ihr so viel gefragt habt. Neue Fragen gerne unten in die Kommentare. Das ist immer sehr praktisch. Also, ich gehe mal ungefiltert rein. Die erste Frage, die hier steht, ist: Habt ihr Steam Deck Support im Blick? Im Blick haben wir vieles. Haben wir denn das auch auf dem Plan? Also momentan sind wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, das muss man ja immer dazu sagen, ne, das kann ja sein, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung sich schon wieder ein bisschen was geändert hat. Mitten in der QA, das heißt, wir sind jetzt fleißig am Bugfixen und quasi dieses Bugfixen geht in das Polishing über. Und im Polishing, da sind auch solche Sachen mit bei, wie wir gucken uns mal verschiedene Sachen an, wie zum Beispiel auch das Steam Deck. Und dann müssen wir mal gucken, wie schnell wir sind. Also zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es uns aufgeschrieben, aber noch nicht angeschaut und hoffen, dass wir Zeit haben, zu einem späteren Zeitpunkt das zu vertiefen. Dann fragt jemand: Was war euer lustigster oder absurdester Bug? Absurd? Ja, du kamst ins alte Lager rein damals und dann brach die Performance ein, weil irgendwie die AI durchdrehte. Und wir haben uns gefragt, was ist das denn? Dann versuchte ich, die Schränke anzugreifen. Weil wir irgendwie aus jeder Entität da irgendwie, und die Schränke hatten AI, und haben die ganze Zeit versucht, dich anzugreifen und waren in so einer Schleife drin, die dann die ganze Performance gefressen hat. Das fand ich ziemlich lustig, ja. Die haben sich natürlich nicht bewegt, ne, aber gedacht haben sie die ganze Zeit und haben Rechenpower gefressen. Ja. Also was ich mal sehr lustig fand, ist, dass wir das Spiel angemacht haben und alle Figuren im ganzen Spiel hatten dicke Daumen. Oder große Ohren, das haben wir auch schon gehabt. Ja. Riesig, genau. Rote Ohren hatten wir auch schon mal. Also es gibt manchmal so völlig absurde Phänomene, die auftreten, wenn man sich irgendwas angeguckt hat, was Einfluss hat auf was anderes und man kommt da vorher nicht drauf, ja. Also das ist gut. Wirklich bekloppt. Das kommt meistens daher, wenn man versucht, irgendwelche Features einzubauen und man hat noch keine Ahnung, ob das funktioniert oder so und welche Seiteneffekte das hat. Na, und in so einem Fall wollten wir halt irgendwie durchscheinende Shader machen mit Haut und so und dann fingen die Ohren an zu leuchten. Ja, so ist das. Die Nasen übrigens auch. Auch, ja, genau, da hatte man rote Nasen. Auch bei Bewegung ist das ganz oft so, ne? Wir hatten zum Beispiel dann, wenn man gerade irgendwas einbaut, was sich jetzt bewegen kann, was aber noch nicht vernünftig animiert ist, irgendwie, dass die Figuren dann quasi ineinander geflattert sind, wenn sie sich bewegt haben, ne? Dann also wie so ein, weiß ich nicht, Transformerwürfel irgendwie, flupp, und dann wurscheln die sich nach vorne irgendwie und dann stehen die wieder. Ja, wie so absurde AI. Slops da irgendwie sowas. Ne? Also super skurril sah das aus. Ja. Also super schräge Sachen gibt's. Das sind so die verrücktesten, an die ich mich erinnere. Ganz lustig fand ich auch die Geschichte, die haben wir auch schon, glaube ich, schon mal erzählt, mit dem Kreuz. Ja, gut. Wir brauchten einen Friedhof und dann sollten da Gräber hin und so. Und wir hatten keine Kreuze, die wir da aufstellen konnten. Aber wir hatten eine Kirche mit einem Kreuz. Also eine richtige große Kapelle irgendwie, ne, wo so ein Kreuz drauf war. Ja, und dann hat irgendeiner von uns dann halt die ganzen Kreuze da hingestellt, mit der Kirche unten drunter. So. Ein toller Friedhof, aber du konntest da nicht laufen, weil die Performance war furchtbar, weil da guckte nämlich so ein Stück Kirche raus und wenn so ein Stück Kirche rauskommt, dann muss das ganze Ding rendern. Also renderte der da irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Kirchen oder so, alle ineinander so, weißt du, und das war natürlich zu viel. Dann ging da auch irgendwie die Performance in den Keller. Also das ist schon skurriles Zeug, ja. Genau. Ja, das ist schon ziemlich beknackt. Okay. Dann ist die nächste Frage: Warum macht ihr denn keinen Early Access? Ja, das ist eine Frage, die ist eigentlich eine Marketingfrage. Denn Early Access ist im Grunde genommen sowas wie eine Strategie. Ja, und das ist immer ein bisschen heikel. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man einen Early Access macht, dann hat man sozusagen 2 Release-Daten.
Einmal das Release, indem man das Spiel das erste Mal veröffentlicht, nämlich zum Early Access. Und das zweite Mal, wenn das wirkliche Release ist und das Spiel dann auf dem Markt ist und fertig ist. Und in der Regel ist es so, je nachdem, wie viel Reichweite man auch hat, irgendwie, dass so ein Early Access Release weniger Aufmerksamkeit hat, wie ein fertiges, weil die ganze Riege der Leute sagt so, ja, ich will ja nichts kaufen, was noch nicht fertig ist, schon mal wegfällt. Und das macht die Marketingstrategie dann an der Stelle etwas heikel und sehr schwer zu beurteilen. Es birgt also ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko wollten wir nicht eingehen. Darum haben wir uns für die Demo-Variante entschieden. Also zu sagen, okay, also zu schauen, dass die Leute sich das vorher angucken können, zu gucken, ist das was für mich, finden wir gut. Ist auch sinnvoll, genau. Aber das Spiel, ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist ja jetzt auch nicht so riesig und Early Access macht vielleicht auch Sinn, wenn man zum Beispiel, es macht zum Beispiel unbedingt Sinn, wenn man zum Beispiel sowas macht wie ein Multiplayer, dass man sagt, oh, wir testen schon mal oder wir testen schon mal Server oder gucken mal, wie das Zusammenspiel funktioniert. Vielleicht greift das noch nicht so gut ineinander oder sowas in der Art. Und dann macht ein Early Access aus unserer Sicht sehr viel Sinn. Aber in unserem Fall, wenn man eine kleine Geschichte erzählen will, dann hat man die ja schon rausgehauen. Und derjenige, der das Spiel jetzt vielleicht durchgespielt hat, spielt es vielleicht noch ein zweites Mal, wenn es ihm besonders gut gefallen hat und spielt er noch mal ein bisschen anders. Aber dann hat sich das auch ausgeschöpft, weil es ist ja kein Multiplayer. Und dann, Das ist dann müsstest du ja mal noch ein Release machen. Was ist denn dann darin neu? Schwierig. Ja. Ja, viele Early Access Spiele haben den Ruf, die kommen nie raus, weil wenn die rauskommen würden, dann müssten sie ja so einen richtigen Schub machen. Aber das macht für ein Spiel unserer Art keinen Sinn. Genau. Das können wir gar nicht leisten. Irgendwo hier auf dem Zettel, ich werde das gleich mal raussuchen, steht auch noch die Frage, wann kommt denn die Demo und wann kommt denn das Release? Ja. Und in dem Zuge kann man euch vielleicht so ein bisschen mal erklären, für welche Strategie wir uns so entschieden haben. Denn wenn man auf bestimmten Plattformen rauskommt, und für uns macht Steam momentan am meisten Furore, die anderen Plattformen versuchen wir auch mitzunehmen, aber da wissen wir noch nicht genau, wie gut die gefragt sind. Und Steam ist momentan die stabilste Plattform und die wir am meisten einsehen können. Und um auf so einer Plattform Sichtbarkeit zu erreichen, muss man sich irgendwie steigern. Denn die Algorithmen der Plattform, dass die dich zum Beispiel in Trends anzeigen oder in diesen Anzeigerädchen, ja, ich habe den Namen vergessen, ihr wisst, was ich meine, wenn man auf Steam geht irgendwie, dann kriegt man so seine Favoriten und so einen Kram angezeigt oder das hier gefällt dir vielleicht. Und um in solchen Sachen angezeigt zu werden, braucht man... Frontpage nennt sich das, glaube ich. Genau, die Frontpage ist nochmal genau so eine Sache, aber es gibt halt quasi auch verschiedene Mechanismen, die Steam anbietet und verschiedene Listen, die Steam anbietet, in die man reinrutschen kann, wenn Steam glaubt, dass du interessant bist. Und weil ja die Konkurrenz riesig ist, muss man halt schauen, dass man Steam zeigt, ja, aber es gibt Interesse. Und wenn man jetzt zum Beispiel, jemand hat gefragt, warum bringt ihr denn eure Demo nicht jetzt schon raus? Erstens können wir jetzt noch ein bisschen dran arbeiten und zweitens ist es so, wenn wir die Demo jetzt raushauen würden, aber später, nächstes Jahr erst irgendwann das Release ist, dann gibt es jetzt sowas wie einen kleinen Hype, also da gibt es ganz viele Leute, die gucken sich das dann an und dann flacht das wieder ab. Das ist ganz normal. Gibt es also einen gewissen Sättigungsgrad. Leute kennen halt das Ding und dann vergessen sie es vielleicht auch wieder. Genau. Steam merkt sich aber zum Beispiel die Steigerung. Das heißt, wenn die Plattform denkt, oh, das ist aber interessant, dann wird immer interessanter, dann hast du bessere Chancen, später auch Sichtbarkeit auf der Seite zu erreichen. Und wenn es denkt, ach, jetzt ist das Interesse aber wieder weg, dann eben nicht. Und darum macht es Sinn, diese Dinge hintereinander zu schalten. Also zum Beispiel eine Demo zu machen, dann irgendeine Art von Festival mitzunehmen und dann quasi den Schwung mit dem Schwung ins Release zu nehmen, dann nochmal Schwung, dann nochmal ein bisschen Marketing und dann quasi rauszukommen. Und das ist so die Idee, die wir gesagt haben, die werden wir mal mit diesem Titel versuchen und im Nachhinein können wir euch dann sagen, wie gut das geklappt hat. Der Schwung mit dem Schwung, das Pokal mit dem Portal und Genau. Der Elch mit dem Kelch, genau. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich und deswegen ich habe alles verstanden. Geben wir werden wir nächstes Jahr eine Demo rausbringen, auch zeitig vor Release, die könnt ihr euch dann nur angucken und euch anschauen, ob euch das gefällt. Und danach könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr das Spiel dann kauft. Und wir hoffen uns quasi so eine Steigerung, ohne dann nochmal in einen Teil zu kommen. Das ist die Idee. Ja. Okay, dann,
wäre sehr passend. Die nächste Frage, wird es Kralon auch auf GOG geben? Also GOG hat andere Voraussetzungen. Und ja, ich habe das auch immer noch auf der Liste stehen und will das auch immer noch mehr angucken. Ich weiß nicht, also man kann nicht einfach die Seite freischalten, man muss sich da quasi bewerben. Und das werden wir auch noch angehen. Und wie das Ergebnis ist, kann ich euch noch nicht sagen, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, diesen Zyklus zu durchlaufen. Also werden wir uns das noch angucken müssen. Ja. Ja, aktuell ist auf jeden Fall sicher, dass wir, also Steam ist ja sowieso sicher, auf Epic läuft's momentan auch schon, also da haben wir eine Seite, ne? GOG gucken wir uns noch an und PlayStation und Xbox sind ja auch aktuell in der Mache, also mal gucken, wo wir am Ende landen. Dann hatten wir mal eine Folge, da haben wir über Digital Natives. Das ist das Wort, das ich nicht aussprechen kann. Das Ding. Gesprochen. Ja. Und in dem Zuge hat jemand, glaube ich, die Frage gestellt, was für Musik unsere Kinder gerne hören. Oh Gott, ich glaube, unsere Tochter hat gerade für sich Bon Jovi entdeckt. Und ansonsten hört ihr eigentlich sehr viel Deutsch, Punkrock, die Ärzte, Disney-Musik. Disney, genau, Frozen und so ein Zeug. Und ja, manchmal auch so ein Disco-Schlager-Kram, was gerade so die Alexa so hergibt. Ne? Unser Sohn. Ich wusste doch, jetzt muss ich... Nein! Ja, warum nimmst du dieses Wort in den Mund? Du bist immer beobachtet hier. So, ja, was hört unser Sohn? Der hört das Zeug, was irgendwie bei Five Nights at Freddy's gespielt wurde, dieses ganze skurrile Musikkrams. Und der hört auch gerne Metal, bisschen was. Ja, ansonsten so viel ja, so viel hört er gar nicht eigentlich. Ne? Ja, doch, der hat eine eigene Playlist. Da sind Playlist, auch modernere Sachen mit drauf. Ja. Ne? Also ein bisschen, ja, was gerade so läuft. Das ist ein bisschen gemischt. Manchmal ist es ein bisschen eher in Richtung, oh Gott, wie heißt denn die Band? Nicht Coldplay, aber so eine ähnliche. Ja, jetzt müsstet ihr mitraten können. Imagine Dragons? Ja. Mit Coldplay mal überhaupt nichts zu tun, nee. Aber man muss es nur immer wieder sagen, ne? Nee, also sowas hört er, genau. No? Ja, und ja, dann kommen auch immer neue Sachen dazu. Ja. Manchmal hören die durch uns auch so ein bisschen 80er-Mucke. Ja, aber eigentlich eher weniger. Also wir haben nicht so einen großen Einfluss auf die Musik der Kinder. Ja. Na, das machen die schon irgendwie sich selbst. Früher gab es ja so Sachen wie Viva und MTV und so Musiksender, die man sich angucken konnte. Da wurde dir gesagt, was du gut zu finden hast. Aber man konnte wählen. Es gab ja sogar sowas wie Viva 2. Das fand ich sogar besser. Ja, gut. Naja, aber heutzutage gibt es das alles nicht mehr. Die da nicht den gleichen Kram gespielt, ne, oder? Nein, haben die nicht. Nein, haben die nicht. Das ist so der Unterschied zwischen Kuschelrock und Bravo-Hits. Ja, Bravo-Hits, da ist es eher so dieser moderne Charts-Kram, wo ich gesagt habe, so, ist nicht so meins. Okay. Und die Kuschelrock, die habe ich gehört. Okay. Ja, die fand ich gut. Ja, mit Phil Collins und solchen Sachen. Fand ich schön damals. Ja, gut. Okay. Ja, aber das ist auch stetig im Wandel. Das heißt, in dem Moment, wo die Person hier gefragt hat, würden unsere Kinder wahrscheinlich in ein paar Wochen sagen, ja, das höre ich doch überhaupt gar nicht mehr. Das ist doch schon alt. Und darum, es ist stetig im Wandel. 20 Pfennig waren damals viel Geld, ne? So ist das halt, ja. Genau. Damals. Okay. Ja. Hast du eine Trophy-Box? Ja, wir haben eine Trophy-Box und zwar, pass mal auf. Ich pass mal auf. Ach ja. Das hier ist das Artbook von Everspace 2. Everspace 2 hat auch einmal das ist aber richtig dick, ne? Das ist richtig fett. Boah. Das hat auch mal den deutschen Computerspielpreis gewonnen als bestes deutsches Spiel. Nicht dieses Jahr, aber als es eben rauskam. Und ist ein Science-Fiction-Spiel, das wirklich, wirklich beliebt ist und bei den Spielern sehr gut angekommen ist. Und Michael Schade, der dieses Spiel mit
verantwortet. Der hat uns, den haben wir getroffen halt auf dem Deutschen Entwicklerpreis, auf der inoffiziellen Weihnachtsfeier der Branche. Und dort haben wir quasi gequatscht und der hat uns zu Weihnachten dieses Buch geschickt. Und das ist sehr, sehr lieb, denn wir interessieren uns auch für Science Fiction und das ist immer sehr, sehr spannend. Und das ist wirklich, wirklich fett, was die da gemacht haben. Es gibt auch noch jede Menge von Selten denen. so ein dickes Buch gesehen, ja. Wenn ihr also Bock habt, ich glaube, die haben da noch einige rumliegen. Den Schinken da, echt Wahnsinn. Viele Schiffe. Ja. Die ganzen Raumschiffe haben die da aufgelistet. Und das ist schon... Infections, ja. Super. Ja, Sehr schön. kann man sich durchschauen. Ja. Ja, vielen lieben Dank dafür. Das hat uns sehr gefreut und kommt bei uns in unsere Riege. Sammlung. Regalriege, Sammlung, genau, das ist das Wort, das ich suchte. So, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Bitte Studio TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Der Mann, das ist aber viel Arbeit. Ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist, so ein Artbook zu machen. Ne? So ein Schinken. Boah. Das Spiel ist auch nicht klein. Nee.